Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nur mal eine kurze Folge, denn es gibt eine Neuigkeit, die uns alle bewegen wird. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, auf der Seite vom RKI, also dem Robert-Koch-Institut, als auch auf der Seite vom Auswärtigen Amt, ja, gibt es eine Neuigkeit, eine Info, die ab dem 28.02. gilt, nämlich Kuba zählt wieder zum Risikogebiet. Das hat folgende Auswirkungen letztendlich für Reisende. Ja, Personen, die aus einem Risikogebiet kommen oder zurückkehren, müssen tatsächlich erstmal in Quarantäne. Soll heißen, all diejenigen, die dann letztendlich vielleicht auch beschäftigt sind, also nicht unbedingt selbstständig, sollten da auf jeden Fall schauen, inwieweit ja gegebenenfalls auch genug Urlaubstage vorhanden sind. Denn diese Quarantänezeit wird im Regelfall seitens der Arbeitgeber nicht unbedingt als ja, Krankheit hingenommen oder ähnliches, sondern sollte da dann irgendwo ausgeglichen werden. Und das würde man im Regelfall mit Überstunden oder Urlaub machen. Es gilt also zu schauen, jetzt während Kuba zum Risikogebiet zählt, dass man vielleicht nicht nur ja, den Zeitraum in Kuba einplant als Urlaub, sondern auch die Zeit danach, nämlich die Quarantäne. Zumindest diejenigen, die sich jetzt noch in Anführungsstrichen trauen, halt zu fliegen. Ja, trauen, deswegen in Anführungsstrichen, weil letztendlich, ich habe es die letzten Videos schon immer gesagt, ne, die Situation verschlimmert sich immer mehr. Letztendlich muss man selber wissen, ob man zum jetzigen Zeitpunkt nach Kuba fliegt, ja oder nein. Um die dortigen ja, Bürger oder wie auch immer, also die Kubaner letztendlich zu unterstützen, ist es sicherlich nicht verkehrt zu fliegen. Es gibt aber mittlerweile doch eher Alternativen, die man ja eher nutzen sollte. Sollte man halt ja, Personen persönlich kennen vor Ort, wäre es vielleicht einfach möglich, Geld rüber zu schicken oder vielleicht auch mal das Handy aufzuladen. Jeden Monat gibt es halt dort auch ja, Angebote, wo man dann halt ja, etwas Geld auf das Handy lädt und es kommt halt mehr Geld an, also sozusagen ein Bonus. Und letztendlich können die Kubaner mit dem Bonus so ein bisschen wirtschaften. Das macht zum jetzigen Zeitpunkt mehr Sinn, als rüber zu fliegen und Sachgüter halt mitzubringen, wenn es dann für sich selber darum geht, dass man im Nachgang in die Quarantäne muss. Ja, heute wie gesagt nur eine kurze Info dazu. Ab dem 28.02. tritt das in Kraft, soll heißen ab morgen, heute ist der 27. Ja, Kuba ist wieder Risikogebiet.